ist Mittwoch. Ich habe heute schon wirklich viel erlebt. Ich habe schon gut gearbeitet. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Und heute auf dem Weg zur Arbeit habe ich mir schon einen Kaffee mit 16 Gramm Kokosöl getrunken. Also wie immer eigentlich 2 Kaffee. Den habe ich im Laufe des Vormittags zu mir genommen. Ich habe den in meinem Urlaub gar nicht getrunken und ich genieße den jetzt total, weil ich jetzt wieder total auf Kaffee mit Kokosöl stehe. Das habe ich mal eine ganze Zeit lang gemacht, als ich mal Bulletproof gemacht habe. Das Einzige, was davon für mich übrig geblieben ist, ist der Kaffee, also beziehungsweise der Kaffee nur mit Kokosöl. Und ich mag den total gerne. Ich trinke den richtig gerne und es ist für mich ein Hochgenuss, dass ich das jetzt wieder machen kann. Also wie gesagt, Kaffee auf dem Weg zur Arbeit und im Laufe des Vormittags. Ich habe natürlich auch schon gefrühstückt und was ich gefrühstückt habe, das zeige ich euch jetzt. Und so schaut's aus. Ich freue mich schon drauf. Ich habe einen riesengroßen Hunger. Eigentlich ist es das gleiche wie die ganze Woche über. Hier ist wieder mein heißgeliebter Apfel, Elster, also momentan mein heißgeliebter Apfel. Ich war kurz davor, 2 zu essen, weil ich total den Appetit drauf hatte. Ich habe es aber gelassen, weil ich gedacht habe, nö, einer reicht. Dann habe ich hier einmal Maiswaffeln. Das sind, glaube ich, 42 Gramm. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ein bisschen mehr als gestern, weil ich irgendwie total Appetit drauf hatte. Und hier sind noch 4 Scheiben vom Tilsiter. Den hatten wir noch da. Den haben wir von letzter Woche noch mitgenommen. Und ich freue mich drauf, schon den zu essen. Ich habe vergessen, den heute Morgen in den Kühlschrank zu tun, als ich hier angekommen bin. Aber so mag ich ihn eigentlich auch am liebsten, wenn er nicht mehr so kalt ist, sondern schon so warm ist und dann so weich wird. Ich werde das jetzt auf jeden Fall frühstücken. Ich freue mich richtig drauf. Ich habe einen riesengroßen Hunger und es ist jetzt genau das Richtige für mich, obwohl ich auch immer noch meinen Schwarzbrot-Hieper habe. Und die große Frage ist, wird sie zu ihrem Schwarzbrot kommen? Und die große Antwort ist ja, natürlich, nur nicht heute. Jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal das hier essen und es genießen. Jetzt bin ich auch schon wieder kurz vorm Mittagessen und ich freue mich drauf. Ich habe nämlich einen wirklich großen Hunger. Ich bin diese Woche nicht so gut vorbereitet, was so das Essen mitnehmen angeht oder aus dem Fundus nehmen. Ich habe aus dem Fundus genommen, aber nicht nur aus meinem, sondern auch aus dem hier und ich bin sehr dankbar, dass ich das machen kann. Ich habe ja momentan so einen Apfelhieper, deswegen gibt es für mich jetzt einfach noch einen Apfel. Im Leben hätte ich das nicht gemacht, einfach noch einen zweiten Apfel zu essen am Tag, weil das einfach viel zu viel Zucker für mich gewesen wäre. Und jetzt bin ich einfach dankbar, dass ich mich davon befreit habe. Ich muss jetzt nicht Massen an Obst essen, aber es ist für mich schön, dass es für mich da keine Grenzen mehr gibt, weil die Grenzen mich in meinem Denken auch richtig, richtig weit beschränkt haben. Gerade was Obst und Gemüse angeht. Ich habe teilweise nur grünes Gemüse gegessen, weil es andere für mich auch zu viel Zucker hatte. Und es ist für mich jetzt einfach ein riesen Befreiungsschlag, dass ich so weit bin, dass ich einen zweiten Apfel esse. Also ich bin schon lange so weit, ja, dass ich das mache, aber es ist immer noch für mich ein Hochgenuss. Dann gibt es für mich hier eine Paprika, die habe ich mir von meinen Mädels genommen. Da freue ich mich auch tierisch drauf, habe ich total Bock drauf. Ich habe mir bewusst aber eine Paprika genommen mit unten mit 4 Höckern. Die ist, glaube ich, weiblich und damit auch süßer. Dann gibt es für mich hier wieder eine Sardine mit Piri Piri diesmal. Die habe ich mir auch von hier genommen. Die hatte ich nicht selber bei. Ich weiß gar nicht, warum ich die mag. Manchmal verstehe ich überhaupt nicht, warum ich diese Sardinen mag. Ich mag die aber total gerne und ich esse sie total gerne. Vielleicht brauche ich einfach das Omega-3, was da drin ist. Das ist jetzt auf jeden Fall mein Fast-Food-Mittagessen, was ich genießen werde. Es ist ähnlich wie jetzt die letzten Tage. Ich esse sehr gerne rohes Gemüse. Wirklich sehr gerne, schon von klein auf. Ich habe das schon immer mit in die Schule genommen und so. Ich mag das einfach. Und ich bin dankbar, dass ich das mag, weil es so unkompliziert ist. Und ich bin auch dankbar, dass ich mir einfach so schnell was zusammenstellen kann und das essen kann. Ich hoffe, ich bin davon jetzt ein bisschen besser satt als vom Shake gestern, was ja klar ist. Es war ja eigentlich mehr so eine schnelle Mahlzeitenfüllung, damit ich was im Bauch habe. Aber gestern habe ich so viel nebenher gegessen. An Maiswaffeln mit Butter habe ich die gegessen. Und heute habe ich vor, das nicht zu tun. Heute möchte ich wirklich mich an meine Kalorienvorgabe halten, damit ich einen Tag habe, an dem ich einen Haken dran machen kann. Es wäre aber jetzt nicht dramatisch, wenn ich irgendwie doch eine Maiswaffel quer esse oder nicht. Also ich gehe mit mir da nicht mehr hart ins Gericht, weil ich weiß, ich komme an mein Ziel und ich werde auch dahin kommen, dass ich mich wieder ein bisschen strenger an meine Vorgaben halte. Ich werde jetzt mal Mittagessen essen. Wir sehen uns später. Es gibt jetzt Abendessen und ich habe mir Blumenkohl vorgekocht und zwar einen ganzen. Das ist jetzt, ich glaube, so circa ein halber. Das sind gekocht 480 Gramm, 490, also knapp unter 500 Gramm. Und ich werde den mir einfach durch die Pfanne schwingen und ein bisschen Butterschmalz und ein paar Gewürze mit dran machen. Den habe ich zu circa 4 Minuten vorgekocht. Und dann habe ich total Bock auf Oliven. Die werde ich mir auf jeden Fall auch mit dran machen. Jetzt nicht das ganze Glas, einfach nur ein bisschen. Und dann mache ich mir hier den Tofu, die beiden Tofu-Filets. Ich hau voll auf die Kacke. Ich nehme sie beide. Die werde ich mir auch zum Abendessen machen. Und ich habe Ewigkeiten den schon
und nicht mehr gegessen und ich freue mich total drauf, weil ich den total liebe und es ist genau das Richtige heute. Ich werde das Ganze nicht tracken. Ich habe heute wieder quer gegessen. Ich habe mir zu meinem Frühstück dann oder direkt nach meinem Frühstück noch ein halbes Paket Maiswaffeln sogar mit Butter gegessen, ungetrackt. Ich habe mich dafür jetzt nicht verurteilt, dass es für mich jetzt irgendwie okay, weil ich es einfach momentan nicht hinkriege. Aber ich denke mir dann auch, okay, dann lass es mit dem Tracken. Ich mache jetzt bewusst keine Kohlenhydrate mit dazu, weil ich heute quer gegessen habe. Ich würde sonst vielleicht auch keine mit dazu machen. Aber ich werde so circa 5 bis 10 Gramm Butterschmalz mit dran machen, weil es einfach lecker schmeckt. Ich werde es mir zubereiten und dann zeige ich gleich das Ergebnis. Ich habe riesen Hunger. Jetzt irgendwie eben hatte ich nicht so einen großen Hunger. Jetzt ist er da. Beim Kochen kam er. Den Tofu, den habe ich mir hier klein geschnitten einfach vorher und dann in die Pfanne getan. Ich wollte einfach direkt das löffeln können, direkt vorgeschnittene Stückchen für mich haben, weil ich es für mich dann einfacher zum Essen finde. Und irgendwie habe ich das noch nie so gemacht und habe gedacht, okay, so kannst du es ja auch mal anrichten. Wie gesagt, ich habe 10 Gramm Butterschmalz in die Pfanne getan. Dann habe ich mir das Ganze mit Paprika edelsüß gewürzt, mit Knoblauch, dem hier. Und dann habe ich, was habe ich noch dran? Ja, die Oliven sind dran. Dann habe ich mir ein bisschen Salz dran gemacht. Ein bisschen von der Sojasauce habe ich mit dran getan. Hinterher habe ich ein bisschen von meinem Olivenöl mit dran gemacht. Das war's. Paprika edelsüß und Knoblauch sind heute die Hauptzutaten, weil man das Butterschmalz auch noch so gut rausschmeckt und das ist halt auch ein super Eigengewürz. Das ist auch diesmal nicht so eine große Portion. Ich tendiere dazu, mir abends immer viel zu große Portionen zu machen, weil ich die Kalorien dann so aufbewahre und davon will ich eigentlich weg. Ich will eher eine kleinere bzw. eine normal große Portion, weil es einfach für mich nachts angenehmer ist vom Verdauen her. Ich werde das auf jeden Fall jetzt erstmal genießen, so wie es ist und wir sehen uns gleich. Mein Abendessen hat super geschmeckt, es war richtig lecker, besonders das Butterschmalz. Also das war ja für mich jetzt so die Hauptkomponente und es hat einfach gut funktioniert. Butter als Aroma, würde ich jetzt mal sagen, zu nehmen, kann ich nur empfehlen. Es hat richtig gut geschmeckt und ich werde es wieder tun. Aber es war heute für mich genau das richtige Abendessen. Und ich bin dankbar, dass ich es heute so unkompliziert machen konnte. Ich habe Sport gemacht, ich habe es durchgezogen. Ich hatte überhaupt keinen Bock, Sport zu machen. Das war für mich eine richtig starke Überwindung, dass ich Sport überhaupt gemacht habe. Ich bin dafür umso glücklicher, dass ich es getan habe. Aber ich hatte wirklich null Bock dazu. Und ich bin dankbar, dass ich es trotzdem getan habe. Ich war danach auch ganz schön fertig. Ich war wirklich richtig fertig und ich bin einfach froh, dass es vorbei ist. Also es ist noch nicht mal so, dass ich mich jetzt auf den nächsten Sport freue. Meistens ist das dann so, dass ich dann durch den Sport so motiviert bin, dass ich dann beim nächsten Training direkt wieder einsteigen will, kurz danach. Aber heute habe ich gedacht, nee, ich bin fertig. Lassen wir das. Lass mich damit in Ruhe. Ich denke nicht an morgen. Ich habe es jetzt getan und fertig. Und ich bin auch froh, dass ich einfach nur einen Haken dran machen kann. Aber so richtig Spaß gemacht hat es mir heute auch nicht. Aber gut, solche Tage gibt es auch. Die haben auch ihre Berechtigung. Und es gibt auch wieder die Tage, an denen ich super toll motiviert bin und wieder richtig in den Sport reinspringe. Ja, keine Ahnung. Aber heute war es. Ich habe meine Schritte voll und ich musste zum Glück nichts dafür tun. Ich habe 6000 plus. Ich bin total froh, dass ich heute nichts dazu beitragen musste. Also, dass ich einfach so viel gegangen bin, weil ich glaube, dass ich es heute auch nicht gemacht hätte, durch diese Wohnung zu düsen, weil ich einfach keinen Bock auf irgendwas hatte, mich in irgendeiner Weise noch zusätzlich zu bewegen. Ich war heute, was Bewegung angeht, sehr, sehr unmotiviert. Das kam aber erst so am Nachmittag bei mir. Also jetzt so gegen Abend kam es eigentlich so bei mir, dass ich dachte so, nee, also heute willst du dich eigentlich nur ins Bett legen, die Decke hochziehen und für dich sein. Aber meine Schritte haben sich heute von selbst erledigt, also mit meinem Körper irgendwie in Vereinbarung. Und darüber bin ich sehr glücklich, beziehungsweise damit bin ich sehr zufrieden, weil ich einfach keinen Nerv gehabt hätte, jetzt noch loszudüsen. Ich war nach dem Sport natürlich duschen und deswegen habe ich auch kalt geduscht. Und heute hat mir der frische Kick richtig gut getan, weil ich war so ein bisschen demotiviert nach dem Sport und die frische Dusche, die hat mich dann wieder so ein bisschen aufgebaut. Wenn man dann aus der kalten Dusche raussteigt, dieser Moment, wenn man dann quasi den Schritt auf die Fußmatte tut, sich das Handtuch schnappt und dann einfach diesen frische Kick in einen drin spürt. Ich liebe den einfach und deswegen ist mir das so wichtig. Ich habe eine Runde kalt geduscht und das war heute, glaube ich, 6 Minuten plus. Also es hat mich heute schon ein bisschen genervt, dass ich wieder quer gegessen habe, dass ich mich nicht an meine Vorhaben gehalten habe, dass ich nicht voll motiviert mit dem Essen so durchgestartet bin, sondern dass ich einfach wieder diesen Hyper hatte und dass ich dem nachgegangen bin. Das hat mich wirklich genervt, dass ich nicht dann sagen konnte, so nee, jetzt ist gut. Das hat mich auch schon währenddessen genervt. Ich versuche dann aber immer entspannt zu bleiben. Also weil ich mich ja dann schon
dafür entscheide, während ich es mache. Zum Beispiel die Maiswaffel nehmen ist für mich ja dann schon eine Willenserklärung. Und dadurch, dass ich diese Willenserklärung schon abgegeben habe, macht es für mich keinen Sinn mehr, mich im Nachhinein darüber zu ärgern, weil ich im kleinen Teil schon hinter meiner Entscheidung gestanden habe, aber mein Körper dann so ein emotionales Programm abfährt, also so ein Gefühlschaos, das mich total stresst. Also meine inneren Stimmen sagen mir dann erstmal, wie schlecht ich bin, dass ich das überhaupt gemacht habe und dass ich nicht meine Sachen durchziehen konnte und dass ich einfach nie zum Ziel kommen werde. Also da geht dann so ein richtiges Programm ab, auch oft schon währenddessen. Es ist jetzt bei mir nicht mehr so, dass das sofort losgeht. Es ist auch nicht mehr so, dass ich diese Stimmen höre. Ich habe dann so ein Zucken in diese Richtung und merke dann so direkt so, nee, da fangen wir jetzt gar nicht mit an. Also das versuche ich so zur Seite zu schieben und das funktioniert auch oft, aber es ist halt trotzdem so ein Standardprogramm, was dann bei mir erstmal losgefahren wird. Und wenn ich mir darüber bewusst werde, dass ich mit dem Entscheiden, die Maiswaffel in meine Hand zu nehmen, dass ich da schon eine Willenserklärung abgegeben habe, irgendwie in meinem Gehirn, dann kann ich da mehr in die Verantwortung gehen und sagen, ja, ich habe mich dazu jetzt entschieden. Punkt. Ich habe die Entscheidung getroffen, quer zu essen. Punkt. Und das versuche ich für mich wertungsfrei zu lassen. Aber manchmal kann ich es nicht. Und heute hat es mich ein bisschen mehr genervt. Ich habe es ein bisschen mehr an mich rangelassen. Und ich habe auch nochmal gemerkt, wie viel Arbeit ich dann so in mir drin noch habe. Und dann, um das noch ein bisschen loszulösen, dass ich dann mir eingestehe, dass ich die Verantwortung dafür getragen habe und dass ich mich dafür jetzt nicht fertig machen muss. Weil dieses Fertigmachen, diese schlechten Stimmen und so weiter und so fort, die lösen ja im Körper dann auch nochmal Stresshormone aus. Ich habe dann ein schlechtes Gefühl im Brustkorb, es geht dann irgendwie so bis hier, ich habe meine Arme kribbeln und überall spüre ich diese Spannung dann. Und das ist ganz, ganz, ganz schlecht. Etwas zu essen und sich dabei schlecht zu fühlen und es trotzdem zu essen, weil man irgendwie für sich das schon entschieden hat oder weil man einfach dann nicht aufhören will. Deswegen ist mein Weg, den Stress quasi dann runterzufahren, direkt schon mit mir so umzugehen, dass ich gar nicht erst diese Stresshormone ausschütte, ist natürlich auch ein langer Weg und es ist irgendwie schwer. Ich kann auch nicht erklären, wie ich es genau mache, aber ich lasse einfach meine negativen Stimmen in dem Bereich nicht mehr zu. Und heute sind sie ein bisschen durchgedrungen und es hat mich heute einfach ein bisschen genervt, dass ich nicht sagen kann, wuhu, ich bin jetzt auf meinen Abnehmtrip und ich mache alles Gute dafür und ich bleibe bei meiner Strategie. Ich esse meine 3 Mahlzeiten am Tag und wenn dann Süßes, nur zu den Mahlzeiten und ich esse zwischendurch nichts mehr, weil ich bin satt. Dass ich das heute nicht sagen konnte, das hat mich heute genervt. Aber gut, das gehört auch dazu. Das hat mir dann jetzt auch nochmal gezeigt, dass ich an anderen Tagen oder dass ich grundsätzlich schon viel weiter bin als heute. Dass ich das heute nochmal hatte, ist für mich auch so ein Zeichen in Richtung, da musst du wachsam bleiben, da musst du gut mit dir umgehen. Da kannst du nicht sagen, okay, das hast du jetzt für dich im Griff und da brauchst du dich jetzt gar nicht mehr drum zu kümmern, sondern das kommt wieder. Deswegen musst du einfach immer wachsam bleiben, dass du mit dir gut umgehst und diese negativen Stimmen aus dir raushalten kannst. Oder dass die verstummen. Das finde ich immer so krass, weil das Gefühl noch so ein weiter Weg ist, aber man sieht nicht, welchen Weg man schon gegangen ist. Und heute habe ich dadurch dann mehr gesehen, welchen Weg ich damit schon gegangen bin und was für einen Meilenstein ich hatte. Deswegen war es auch irgendwie gut, dass das nochmal so kurz bei mir so diese Stimmen so durchgeschossen sind. Ich werde jetzt entspannt auf die Couch hüpfen, mir einen schönen Abend noch machen und dann werde ich ins Bett hüpfen und richtig zufrieden sein, dass ich diesen Tag für mich so abschließen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.